Alrighty sind Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf EU17. Mitten an Tag 3 bin ich jetzt gerade Stufe 94, aber das ist gar nicht so das Interessante, sondern ich habe gerade meine Pet-Fights durchgemacht. Und tatsächlich ist es echt von Vorteil und habe ich vielleicht ein bisschen Glück diesmal bei den Pets, wenn ich es schaffe, durchgängig zu spielen, denn ich hatte das Petnest schon noch an Tag 2 geschafft, habe Toothy, Okodile direkt zum Start, Gelclops direkt zum Start, Monkorush zum Start und Fearon zum Start bekommen. Also bei Schatten und Wasser sehr gute Picks. Glück gehabt. Aber die hätte ich auch noch finden können, denn es war ja Nacht. Ja, es war 23:50 Uhr oder so, aber ich musste sie nicht finden. Hätte ich vielleicht nicht die Zeit dafür gehabt oder das Glück über die Expedition, weil ich sie schon hatte. Also dahingehend eigentlich auch gut. Gelclops ist ein Pet, das kann man spielen. Und ich habe es gemacht, weil ich ja eben wusste, dass ich Tink nicht mehr an Tag 2 bekommen kann. Tink kann ich dann erst an Tag 3 bekommen. Deshalb werde ich hier mit Gelclops weiterspielen. Und ja, genau. Also Lilipon kriege ich natürlich auch erst an Tag. Lilipon kriege ich natürlich auch erst an Tag 3 over the day. Und bei Feuer hatte ich das Glück, Gulps zu finden. Mit Gulps kann man wunderbar spielen. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Und hier habe ich es nur verpasst, glaube ich, einmal noch zu fördern, weil ich dann irgendwie die letzte Expedition noch gemacht habe mit den Früchten. Gerade gegen kurz vor 0 Uhr. Und da hätte, glaube ich, Gulps jetzt auf Level 6 sein können. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt nicht geschafft habe. Aber ich habe, wie gesagt, meine Pet-Fights durch. Und bin jetzt gerade Rang 10. Pablo hat sich gerade vorgeschoben noch. Auch mit 8 gefundenen Pets. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Also die Pet-Ehrenhalle spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber ich würde gerne mal langfristig, zumindest so lange wie ich einen Server spiele, relativ weit oben bleiben. Und Pet-Fights sind halt auch RNG, aber wenn man schon relativ von Anfang an weit oben steht, ist dieser RNG-Faktor manchmal nicht ganz so tragisch. Keine Ahnung, wie es bei mir sein wird, aber ich habe den Vorteil, zumindestens wenn ich meine Pets so ansehe, dass ich nur bei einem Habitat nicht optimal nach Tag 2 oder an Tag 3 dastehen werde, das ist Erde. Und Erde ist zumindest das Habitat, was in der Verteidigung jetzt erstmal die nächsten Tage nicht dran ist. Erde war an Tag 2 dran, an Tag 3 ist es Feuer, dann kommt Wasser, dann Schatten, Licht. In der Zeit habe ich natürlich Lilipon und habe es weitestgehend so gut wie möglich hochgezogen. Ja, es ist vielleicht trotzdem immer noch schwächer. Das könnte passieren, aber das Habitat ist ja sowieso einfacher zu spielen. Und in einem einfachen Habitat hinterher zu hängen, ist immer auch ein kleiner Vorteil im Pet-Bereich. Also ich bin da mega gespannt, wie das da weitergeht. Aber meistens hing es bei den Pets dann eher daran, dass ich manchmal nicht richtig darauf geachtet habe, die richtigen Pets dann auch zu finden. Nach diesem Start bin ich relativ guter Dinge, dass ich das hier auf diesem Server besser machen will. Ja, also Tink jetzt zu finden wäre auch nochmal richtig geil, oder zu besiegen eher gesagt, aber das, ja, ich glaube, ich müsste es im Petfight Simulator anschauen, ob das überhaupt geht, weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal ein paar Mal, aber ja, ich sag mal, ich kriege die letzte Frucht auch noch über die Expedition. Also wir haben im Prinzip, habe ich noch nicht viel gespielt heute, also das sollte jetzt auch kein Problem sein. Ja, allgemein werde ich jetzt schauen, schnell noch über Level 100 zu kommen, dass ich vielleicht in der Gilde der Erste bin, der es schafft. Das sieht gerade noch ganz gut aus. Und ja, ein paar Leute sind abgegangen zur Holy Order, was ich so gesehen habe. Ja, das ist ganz normal, da muss man drüber stehen. Im Kern ist, denke ich mal, die Gilde German OGs immer noch ordentlich dabei. Also Top 5 Material. Wir haben natürlich Tura, der das relative Maximum wohl rausgeholt hat. Kanis, der auch relativ weit voranschlägt. Übrigens habe ich auch schon einen Heiligen Gral. Das ist einfach geil. Freue ich mich dann drauf, das SA noch zu optimieren. Bin jetzt gerade bei 59%. Das ist jetzt auch nicht so übel ohne Heiligen Gral. Also da bin ich eigentlich auch recht gut unterwegs gewesen für die Zeit. Ja, aber ansonsten haben wir nicht so viele Spieler, die jetzt krass, also ein paar, die auf jeden Fall die ersten 90 Dungeons auch durch haben. Ne? Sissy auch, Sissy ist Dämonenjäger. Jurik, der könnte auch schon das durchhaben. Chip R ist aktuell der beste Scout. Ja.
Aber natürlich, wir haben viele Paladine. Da ist es wahrscheinlich doch nicht so einfach, diesen 217er Push zu machen. Also keine Ahnung. Informationen werden ja immer rarer hier, leider. äh, Dementsprechend sieht die Ernte halt jetzt gerade noch nicht so stark aus, aber nach Tag 2 ist es halt eh relativ heftig. Ja. Tag 3, wenn der zu Ende geht, wird sich zeigen. Also wenn es jetzt, also Canis geht ja auf jeden Fall in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es eben noch andere gibt, die über 200 werden können. Dann hat man ein besseres Gefühl dafür, was es vielleicht kostet an Tag 3. Stand jetzt würde ich vielleicht denken, dass es beim Paladin ein bisschen teurer sein kann als eben bei manchen anderen Klassen. Aber ansonsten gibt es auch vielleicht keinen krassen Pusher. Vielleicht gibt es keinen, der über Level 200 geht von den anderen Klassen. Vielleicht gibt es noch einige, die das machen. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das Video seht, seid ihr vielleicht schon ein bisschen schlauer. Aber ja, für mich ist auf jeden Fall das Pet-Thema mega interessant. Ich danke euch fürs Zusehen, Zuhören, wünsche euch einen schönen dritten Advent und würde sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti. Wobei ich mir gerade überlegt habe, komm, Vulkangeist können wir noch mitnehmen, also genau, weil ich nämlich diese Waffe hier gefunden habe. Ziemlich geile Waffe. Mit den Stats auch schön rechts rausgehend. Die Chance, den Vulkangeist so zu schlagen, ist ja, bei 0,5 bis 0,6%. Also für mich ausreichend, um reinzupilzen, ohne dass ich jetzt vor allen Dingen meine Extras nochmal equippe. Also ich könnte tatsächlich bei den Extras im Epic Event mich noch verbessern. Aber ja, ich werde sowieso, wenn wir diesen Dungeon schlagen, ich könnte es auch ohne den Dungeon machen, mit den Expeditionen auf die 95 hochzugehen. Aber so ist natürlich viel, viel einfacher. Und ja, weil ich euch mitgenommen habe, Leute, da hat das gleich funktioniert. Also ich lasse mir die hier nochmal speichern. Und ja, dann haben wir so einen schönen Bärtchen bekommen. Ist natürlich auch ganz geil, dass wir jetzt einfach auch schon den Schmied haben, um solche Sachen jetzt auch entspannter zu lösen, möchte ich sagen. Ja, hier einfach reinziehen, zack, sieht gut aus.